Nach 2,5 Jahren in Lateinamerika sind wir endlich hier, in den USA. Doch wird das Reisen hier wirklich so viel einfacher, komfortabler und freier, wie wir es uns vorgestellt haben? Wir testen es auf unserem allerersten Roadtrip und nehmen euch mit in spektakuläre Nationalparks, aber auch in unsere ersten Überraschungen und vielleicht sogar Enttäuschungen. Wurden unsere hohen Erwartungen erfüllt oder sind wir am Ende gar ernüchtert? Kommt mit und erlebt es selbst. Unglaublich, dass wir jetzt endlich hier sind, oder? Wahnsinn. Ja, und es war so einfach gestern und die Beamten waren so nett und Ja. wollten nicht mal in den Kofferraum reingucken, keine Kisten aufmachen, kein nix, ganz anders als an der anderen Grenze. Ja. Richtig gut. Und dank Visum bleiben uns jetzt auch immerhin zumindest in der Theorie 6 Monate. Das ist ja auch was. Ja. Und die erste Nacht hier auf einem Trailerpark, wie man es das aus den Filmen kennt. Ja, US-Trailerpark. Es sind riesen Teile, die hier rumstehen, alle mit Slide-Outs und da ist unsere voll Mini dagegen. Ja. Vor allem unglaublich viele. Ja. Hier eigentlich im Nirgendwo, ne? Wüste, ja. Also, keine Ahnung, wir sind hier 4 Kilometer von der Grenze weg, Wüste im Nirgendwo. Und die Leute, keine Ahnung, verbringen hier irgendwie ihren Winter, keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber das werden wir bestimmt noch rausfinden, das wird noch öfter kommen. Ich glaube auch. Was haben wir zu tun jetzt heute auf jeden Fall? Erstmal einkaufen, oder? Ja, frische Lebensmittel brauchen wir auf jeden Fall, aber bis El Paso sind es glaube ich auch schon wieder 500 Kilometer. Ich weiß nicht, ob wir so weit kommen, wenn dann müssen wir irgendwo zwischen übernachten. Ansonsten wäre es die erste Nacht am Walmart in Amerika. Ja, und dann ist ja das erste Ziel dieser White Sands National Park. Und dann freue ich mich auch schon aufs Wiedersehen mit Yvonne im Brad in Arizona und hoffentlich dann unsere Stoßdämpfer. Keine Probleme. Das wäre cool, ja. Der Grenzübertritt hat endlich geklappt und wir können jetzt nach der langen Zeit, wo wir hier drauf warten, endlich starten, die USA zu erkunden. Wir freuen uns mega, dass du auch da bist und mit uns zusammen dich auf den Weg machst, die Naturparks, die Landschaft der USA zu erkunden. Bisher war es ja ganz oft so, dass wir eine Grenze überquert haben und mit einem Schlag wirklich wie ein Cut hat sich die Landschaft verändert. Das Gefühl habe ich diesmal tatsächlich überhaupt nicht. Es sieht genauso aus wie die letzten, ich weiß nicht, mindestens 1200 Kilometer, die wir in Mexiko gefahren sind. Es ist einfach staubtrocken, es gibt noch so Grasbüschel, diese Yucca-Palmen oder Drachenpalmen. Und weit und breit nichts. Also keine Häuser, keine Stadt, keine Tiere. Ich bin gespannt, wann sich das ändert und ob dieses Gefühl, dass jetzt irgendwas ganz anderes ist, sich dann doch noch einstellt. Also Tanken ist hier auf jeden Fall schon mal eine Herausforderung. Hier bleibt man nicht einfach sitzen, es kommt jemand in den Tank rein. Nein, hier stände erst der Tanke, dann drin bezahlen. Machen wir nicht so, man musste erst da rein bezahlen und erst dann kann man tanken. Aber wir haben es hingekriegt, die Anzeige läuft, Tank wird voll und in Texas, was kostet der Liter jetzt? So circa 100 Liter Diesel. Unser erster Fahrtag in den USA auf dem Weg nach El Paso verläuft eigentlich echt gut. Also die Straßen, finde ich, sind in einem super Zustand, sowohl die Landstraße als jetzt hier auch die Interstate. Kurios ist aber irgendwie, dass unsere Uhren sich
nicht für eine Zeitzone entscheiden können. Also wir springen seit gestern, seit wir die Grenze übertreten haben, irgendwie permanent eine Stunde hin und her. Wir wissen jetzt gar nicht, ist 15:36 Uhr oder ist 16:36 Uhr. Was wir aber sicher wissen, ist, dass wir noch fast 200 Kilometer zu fahren haben, wenn wir wirklich den Walmart in El Paso erreichen wollen, wo wir eigentlich vorhaben, noch einkaufen zu gehen, weil wir ja keine frischen Lebensmittel mehr an Bord haben nach dem Grenzübertritt und auf dem Walmart auch übernachten wollen im Idealfall. Und vor allem haben wir von dort aus dann morgen nicht mehr so weit in den Nationalpark, aber jetzt mal gucken, wie weit wir heute noch kommen. Hier kann ich sogar die Straßenschilder lesen. Hier ist nämlich jetzt alles auf Englisch, kein Spanisch mehr. Jetzt habe ich gerade mein Spanisch perfektioniert. Jetzt muss ich auf Englisch umstellen. Nee. Ja, und alles in Meilen, nicht in Kilometer hier. So ist es halt in den USA. Ja, Gallonen statt Liter haben wir wieder. Und man muss natürlich teuflisch aufpassen jetzt mit unserem Tacho, dass man nicht zu schnell fährt. Aber kriegen wir auch hin, das ist bestimmt alles nur Gewöhnungssache. Autobahnen sind super und Wahnsinn, wie viele moderne Fahrzeuge hier unterwegs sind und auch jede Menge Wohnmobile oder so Trailer, Wohnwege. Also wirklich unglaublich viele. Ich glaube, ich habe heute schon mehr gesehen als die letzten 30 Monate. Ich glaube, ich sehe den Walmart ziemlich da vorne. Ja. Ja, aber reicht jetzt auch. 500 Kilometer heute wieder, war viel. Ich würde sagen, wir gehen erst essen und dann vielleicht noch einkaufen oder erst morgen einkaufen. Erst was Leckeres einkaufen und dann essen? Nee, hungrig einkaufen ist keine gute Idee. Ich würde sagen, wir essen erst und dann Gut. gucken wir, ob wir heute einkaufen oder morgen. Ja, das passt schon. Ja, mal gucken, was das für Gegend ist hier. Ja, laut Oberländer war es okay. Unser erster Nationalpark in den USA. Es ist allerdings verdammt windig. Ich hoffe, es macht dem Ton nichts und uns fliegt noch gleich der Sand um die Ohren. Und es ist einfach Wahnsinn, was hier los ist. Ich glaube, das erwartet uns jetzt dann auch in allen Nationalparks hier in den USA. Dahinter kann man auch schon wieder sehen, der Parkplatz. Und bestimmt auch schon 15, 20 Camper. Und dahinter dran, hinterm Gebäude, da stehen mindestens nochmal genauso viel und wahrscheinlich fahren auch noch 100 Stück innen drin rum. Also die Hülle und Fülle an Camper hier, das ist wirklich unglaublich. Das sind wir so nicht gewohnt bisher. Absolut nicht. Aber ich glaube, da werden wir uns dran gewöhnen müssen. Wir fahren jetzt mal rein in den Dune Drive und dann sollte auch schon die Fee Station kommen. Mal gucken, ob wir da den America the Beautiful Pass bekommen. Der kostet, glaube ich, $80 roundabout und ist dann für alle Nationalparks in den USA günstig. Also gültig und ist günstig. Damit spart man sich einen Haufen Geld. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann gilt er auch pro Car und nicht pro Person, also $80 fürs Auto und dann hat man die Einfahrtsgebühr und die Eintrittsgebühr für alle Nationalparks. Also es gibt noch viel mehr, es gibt noch National Monuments und ich weiß nicht was alles, für die gilt es nicht, aber für die Nationalparks. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den hier bekommen oder ob wir hier nur die Gebühr für den Park bezahlen können. Can we get here the America, the Beautiful Pass? $80. Okay. It's valid for 1 year, right? 1 year, yeah. And for all national parks? 6. Das war einfach. Just
sign this card and I just need the pen back, okay? Okay. Karte unterschreiben. Have a good day. Thanks. Thank you, you too. Bye bye. Das war einfach, schon haben wir den Pass, weiter geht's. $80 hat der ganze Spaß gekostet. Und damit sollte man jetzt, ich glaube, in so ziemlich alle Nationalparks Zutritt haben. Das ist eigentlich echt ein guter Preis, wenn man sich das so überlegt, oder? Und pro Auto, ne? Nicht pro Person. Also richtig gut. Rein in der erste Nationalpark. Ab geht's. Das sieht auch richtig, richtig schön aus, der Nationalparkpass. Ist so ein richtig hübsches Kärtle. Ich dachte, dass das was ist, wo man sich in die Scheibe kleben muss, aber ist gar nicht. Also es ist wie so eine Kreditkarte, die man dann wahrscheinlich an jedem Eingang einfach vorzeigt. Für 1 Jahr gültig, also richtig, richtig gut. Toller Preis. Ist hier noch so ein Halter dabei, wo man sie reinklemmen kann und dann kann man es, glaube ich, da an den Spiegel hängen. Ah, okay, also doch was mit Auto. Ja. Okay. Es gibt auch eine richtig coole App, die NPS, also National Park Service App. Da sind alle Nationalparks drin, die es in Amerika gibt und mit sämtlichen Infos, also Öffnungszeiten, Preise, was kann man tun, welche Parkmöglichkeiten gibt es und so weiter und so fort. Und hier gibt es dann nämlich auch die verschiedenen Hikes und alles, was man eben machen kann. Das ist richtig, richtig praktisch. Man ist immer up to date. Heutiger Sponsor des Videos ist die Firma Wattrer und die hat uns die 100 Ampere-Stunde Batterie zur Verfügung gestellt. Die ist mega leicht und auch ultra kompakt, hat 100 Ampere-Stunden in dem Fall, ist eine LiFePO-Batterie, wirklich gut. Und die Lithium-Batterie der Firma Wattrer hat mega gut Bluetooth und somit eine App. Da können wir jetzt genau sehen, der Füllstand in dem Fall 91%. Können die Temperatur sehen. Die hat sogar eine Heizfunktion, sodass er auch in kalte Temperaturen wunderbar betrieben werden kann. Also nur Vorteile das Ganze. Wir können die Gesamtspannung, die Zellenspannung sehen. Die App ist wirklich sehr, sehr gut und übersichtlich. Ja, und die Batterie selber jetzt hier, die 100 Ampere-Stunde, hat zum Beispiel 1280 Wattstunde, was schon richtig gut ist und ein vernünftiger Speicher fürs Wohnmobil. Aber natürlich auch für die Solaranlage im Keller geeignet. Alle Links dazu in der Beschreibung, ebenso der Affiliate-Link zu Amazon. Wir bedanken uns bei der Firma Wattrer, die uns dieses Video ermöglicht hat. Und vielleicht braucht ihr ja eine neue Stromversorgung für euer Wohnmobil, dann schaut da unbedingt mal rein. Jetzt geht's aber weiter mit unserem Video. Und? Ganz schön weiß, hä? Ja, der ist so krass weiß, der Sand. Das ist auch kein richtiger Sand, ist Gips. Also ist, glaube ich, das größte Gipsdünenfeld der Welt. Und deswegen ist das so krass weiß, soweit man gucken kann. Und ist richtig schön mit dem blauen Himmel. Mega toll. Willkommen im White Sands National Park, einem Ort, der uns mit seiner surrealen Schönheit direkt begeistert. Hier in New Mexico erstrecken sich endlose weiße Dünen aus Gips, die über Jahrtausende hinweg von der Natur geformt wurden. Und trotz der Weite sind die Wanderwege hervorragend ausgeschildert und gepflegt. Hier zeigt sich mal wieder,
wie beeindruckend und kraftvoll die Natur doch sein kann. Das war schon unser erster Stopp. Richtig cool hier der Weiße Sand. Wirklich toll, sieht mega aus und ganz, ganz weitläufig. Wir fahren jetzt dann mal noch eine Ecke weiter. Ich glaube, es gibt insgesamt 2 oder 3 Stopps, wo man anhalten kann und verschiedene Loops laufen. Erster Nationalpark, mega gut. Aber Achtung! Auch wenn die Wege gut markiert sind, kann man sich in dieser unendlichen Weite schnell verlieren. Und vor allem in heißer Sommerhitze kann dies schnell lebensgefährlich werden, weshalb man unbedingt auf den ausgeschilderten Pfaden bleiben sollte. Soweit das Auge reicht, nur weiß, fast wie im Salar de Uyuni, der Salzwüste in Bolivien, nur dass es hier halt Sand ist. Aber es sieht so schön aus mit diesem blauen Himmel und der Sonne. Allerdings müssen wir uns erst daran gewöhnen, dass auf einmal so viele Leute unterwegs sind, sonst waren wir irgendwie meistens allein und hier sind hunderte Leute und so viele Camper. Das ist irgendwie gerade ganz komisch noch, aber ich glaube, daran werden wir uns auch schnell gewöhnen. Bevor wir den Nationalpark verlassen, nutzen wir noch die perfekten Windverhältnisse hier, um endlich mal wieder unsere Lenkmatte steigen zu lassen. Das letzte Mal hatten wir sie ganz im Süden Mexikos auf der Yucatan-Halbinsel am Strand in der Luft. Und jetzt hier, mitten in der weißen Wüste, macht's mindestens genauso viel Spaß. Das Coole an der Vantrue Dashcam ist, da gibt es hier auch noch so einen Sockel, so ein Handteil mit dabei. Da kann man die einsetzen, kann das drehen, dann schraubt sie fest und dann ist auf einmal die Dashcam sozusagen eine Selfie-Vlog-Cam, die man auch noch benutzen kann. Ja, wir filmen damit mal weiter. So, dann erstmal nichts wie raus hier und uns hier mal umschauen. Das hier soll BLM-Land heißt es, glaube ich, sein. Julia, was ist das BLM-Land? Also ausgesprochen heißt, glaube
glaube ich, wenn ich es richtig weiß, Bureau of Land Management. Ah. Das heißt einfach, dass es kein privater Grund ist, sondern dass man hier mit seinem Camper einfach kostenfrei stehen darf, sicher stehen darf, Okay, vor allem okay. um die Nacht verbringen. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal in der Natur standen, keine Ahnung. Nee, richtig cool. Also richtig cool. schon ewig nimmer. Einziger Nachteil im Gegensatz zu Südamerika, da waren wir an solchen Megaspots hier sogar mit See. Ja, und immer Bergen. allein, immer allein. Ja. Genau, und hier, ihr seht ja selber, stehen halt, weiß nicht, 20 andere Camper, das ist nicht ganz so cool. Aber dafür kostet es nichts und wir stehen in der Natur. Richtig, an einem schönen See, das sieht ja Ja. wirklich gut aus. Richtig. Die Sonne geht auch bald unter. Ich würde sagen, wir drehen hier vielleicht mal noch eine Runde, oder? Ja, Schauen uns Gucken noch uns ein mal bisschen um. Mega cool. Unsere neue Kamera ausführen. Das ist irgendwie auch was Verrücktes, oder? was? Dashcam, die man von der Scheibe wegmachen kann und durch die Gegend tragen kann und Ja, damit wie eine auch ganz Actioncam. normal filmen kann. Ja, wenn sie wasserdicht ist, glaube ich nicht. Nee. Das wäre noch richtig cool als Schade. Actioncam, aber das ist schon ziemlich gut auf Hi. jeden Fall. Hi, hi. Ja, und wiegt halt auch nichts, ne? Nee, ist ziemlich gut und hat irgendwie Akku in dem Griff, aber naja. Jetzt testen wir erstmal, wie die Qualität ist, das wissen wir noch gar nicht. Also vom Fahrer haben wir schon geguckt, da ist auf jeden Fall sehr gut, ja. Und wie der Ton ist, bin ich voll Oh, guck mal da, auch Exmo, sogar Deutsche, oder? Ich glaube auf jeden Fall europäisches Kennzeichen, ja. Okay. Und halt einfach riesengroße Kiste, ne? Trailer. Was die hier fahren. Das ist einfach verrückt. Ja, doch, Deutsche auf jeden Fall. ME oder HE? ME? Ich kann es nicht richtig lesen. Müssen wir nachher mal gucken. Hi. Hi. Aber richtig angenehm auf jeden Fall noch. Mhm, Das der See muss ist man schön. sagen. See ist schön und das Wetter ist auch mega, oder? Ja, es ist sehr angenehm. Ich Ja. glaube, wir haben 20 Grad jetzt noch abends Ja. um 6. Also, Erst wenn die Sonne dann weggeht, dann wird es ein bisschen kühler, aber das ist dann wieder angenehm zum Schlafen. Also eigentlich richtig gute Jahreszeit, was wir hier haben. und ich glaube, da drüben, das sieht man auf der Kamera vielleicht nicht, geht Ja. gerade der Vollmond auf. Ja. Und da auch ein riesen Gerät, hä, was Mit die hier Balkon. haben. Geil. Mit Balkon Ja. zum Ausfahren, ja, auch richtig cool. 3 Achse hinter, Wahnsinn. Motorrad mit dabei, 2 Fahrräder. Und gar nicht selten, da haben wir jetzt auch gesehen, dass sie dann sogar noch bei so einem Ding irgendwie Jeep ziehen. einen Ja, Jeep hinterherziehen, ja. Aber Balkon ist Weil es cool. noch nicht genug ist, ne? Hi. Ja, das ist schon richtig gut. Hi, hi. Ja, auf jeden Fall auch. Schönes Stückle hier. Aber Ist doch so gut hier, oder? viele Camper, Mann, das ist unglaublich. Ja, das ist, ich keine Ahnung. Ich glaube, wir haben die letzten 2 Jahre nicht so viele Nee. gesehen wie jetzt hier in 2 Tagen. Ist auch die Frage, hauen die irgendwie alle halt da über den Winter ab hier in wärmere Regionen von weiter oben? Weiß. Oder haben die alle irgendeinen Online-Job? Ja, weil das kann ja anders da gar nicht sein, ne? Kann ja nicht sein, dass die hier bloß Ich weiß nicht, woher die kommen, müssen wir mal ein Kennzeichen gucken. hier runterfahren und die müssen ja auch arbeiten von unterwegs. Aber klar, hier ist natürlich schöner im Warmen. Und ich glaube, ganz viele haben auch Der kommt aus Utah. aus zum Utah. Beispiel. Ja, und ich glaube aber ganz viele haben auch, das haben wir jetzt ja auch irgendwie schon gesehen, einfach auch kein Haus oder sowas, sondern die wohnen halt in dem Teil, ne? Ja, aber dann ja meistens auf irgendwelchen Trailerparks. Auf ja, oder? Und richtig, und schauen dann halt über den Sommer hier runter ab, sind dann halt auch viel flexibler mit so einem Ding. Aber die haben halt auch eine ganz andere Größe wie bei uns, ne? Das ist schon brutal. Guck, das ist auch ein Drache. Oh ja. Ist schon cool. Guck mal. Hm? Dreh dich mal. Da hinten sieht man den Mond. Sieht man auf der Kamera? Ich sehe nichts, weil die Sonne Die blendet. Sonne blendet wie verrückt. Doch, sollte man sehen, oder? Der Mond. Richtig cool hier auf jeden Fall. Schönes Plätzle. Das war ja in Mexiko leider nicht so, ne? Da hatte man gar nicht die Möglichkeit zum groß freistehen oder irgendwas. Nee, und in Da war halt- Zentralamerika ja auch nicht. Also Nee. ich glaube, das letzte Mal war irgendwo in Immer alles abgesperrt. Kolumbien oder so. Nee, in Panama standen wir auch noch ein paar Mal frei. Ja, aber einfach war es auf jeden Fall nicht die letzte Zeit. Mhm. Aber das kommt jetzt wieder. Das ist sehr schön. Ja, mega cool. Das freut mich. Da hinten stehen auch noch voll viele. Ja, jede Menge. Ja. Gehen wir mal da runter ans Wasser. Hinter uns der Mond, da vorne geht die Sonne unter. Ja.
Sie Sieht schon blendet gut aus. gerade Ja. ziemlich. Angeln verboten, aber keine Ahnung, ob es hier überhaupt einen Fisch geben würde. War auf jeden Fall angeschrieben. Und Drohnefliege verboten hier, ne? Ja, Ja. ich glaube, hier ist auch so ein Airbase oder sowas. Also ich habe vorhin auch schon öfters so Militärjets fliegen Ich habe eben gesehen, gehört. das war hier ein Raketenübungs-Irgendwas-Gelände oder ist sogar immer noch, wo sie Raketenstarts haben. Super. Und ja, hier wurde irgendwie 45 sogar eine Atombombe 60 Kilometer von hier erprobt oder probiert umgezündet. Krass. Ja, stand Okay. eben da auf irgendeinem Schild angeschrieben, da warst du Pipi machen. Naja, so richtig schön sieht das Wasser nicht aus. Ich glaube, da wollte er auch gar nicht angeln, ne? Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall mal unsere Dashcam ausgeführt. Ich bin mal gespannt auf das Bildmaterial. Wir testen es einfach mal und packen es mal mit rein ins Video. Vielleicht kann man das in der Zukunft ja echt sehr gut nutzen. Wir haben sie einfach nur gekauft und dann echt festgestellt, dass die ja noch viel mehr ist wie nur Dashcam. Mal gucken, wie es aussieht. Ja, wir sind gespannt. So, jetzt reicht's. Zurück zum Van, oder? Wird Zeit, dass wir was kochen. Hunger, ja. Abendessen, Hunger und dann spielen wir noch eine Runde Karte und morgen geht's weiter. Okay. Bis morgen. Ciao, ciao. Guten Morgen. Der Platz hier ist, glaube ich, eigentlich sehr ruhig, aber heute Nacht ist ganz übel der Wind aufgezogen. Schaut euch das mal an, wie sich da drüber der kleine, glatte See auf einmal, was für Welle der hat. Echt verrückt. Ich glaube, so ein Wind wie heute Nacht, das ganze Auto hat gewackelt, hat er mal zuletzt wirklich in Patagonien, glaube ich. Das ist schon eine ganze Weile her. Ja, aber trotzdem schöner Platz hier gewesen. Wunderbar, BLM-Land, gehört zur Air Force, habe ich da vorne gelesen. Wir sind auf dem Sprung, es geht weiter. Erste Station ist ein Schwimmbad. Man soll hier nämlich wunderbar in den USA auch in Schwimmbädern einfach für einen kleinen Betrag duschen können. Kurzes Update von der erwähnten Dusche. Ich war hier gerade in Las Cruces im öffentlichen Schwimmbad. Duschen für Schlappen. $1, unglaublich. 30 Minuten eine richtig heiße Dusche mit einem Wasserdruck. Den habe ich seit 3 Jahren, glaube ich, nicht mehr erlebt. Also richtig gut. Kann man hier in Amerika, glaube ich, durchaus öfter machen, in großen Städten, in öffentlichen Schwimmbädern duschen. Ansonsten ist eine Alternative, glaube ich, noch eine Mitgliedschaft abschließen bei so einer Discount-Fitnesskette. Dann kann man trainieren und duschen, aber uns fehlt sowieso immer hin und vorne die Zeit. Deswegen würde ich das mit den Schwimmbädern vorziehen. Insofern es denn geht, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und jetzt gucken wir, dass wir noch weiterkommen. Wir haben, glaube ich, immer noch knapp 400 Kilometer bis zum angepeilten National Monument. Ich weiß nicht, ob wir heute so weit kommen, aber wir geben jetzt einfach mal Gas. Gleich haben wir unser Tagesziel erreicht. Wir haben die Heizung laufen, ist ganz schön kalt geworden. Hab die Julia gerade rausgeschickt. Hier gibt es nämlich Golfbälle, liegen hier überall rum. Ein Mr. Wilson. Jetzt haben wir einen Mr. Wilson Golfball als Erinnerung an Arizona sind wir gerade. Genau, wir sind nämlich von New Mexico nach Arizona, richtig? Ja, und irgendwie hüpfen wir, seit wir hier sind, Ja. wie wild von den Uhrzeiten hin und her. Ich glaube, es ist schon die 3. Zeitänderung. Irgendwie weiß ich nie, wie viel Uhr es ist. Das ist ein bisschen wild, aber ich glaube, jetzt bleibt es dann erstmal. Ja, jetzt suchen wir erstmal unseren Schlafplatz für heute, ne? Unser zweiter freier Stellplatz in Amerika. Wieder an einem See, was für ein Zufall. Und wieder stehen hier richtig viele Camper rund um den ganzen See. Das ist echt verrückt. Also ja, wie gesagt, wir müssen uns daran gewöhnen, nicht mehr einer von wenigen, sondern einer von ganz vielen zu sein.
Hoffentlich wird es morgen wärmer, denn von hier aus wollen wir morgen zum National Monument und dort wandern gehen. Da gibt es, glaube ich, so ganz verrückte Felsformationen, so Pinnacles und Arches und ja, verschiedene Steinfiguren und so. Aber das wäre echt nice, wenn es ein bisschen wärmer wäre, weil wir haben heute 8 Grad und einen richtig kalten Wind. Also hoffentlich haben wir morgen richtig schönes Wetter zum Wandern. Guten Morgen. Wir liegen noch im Bett. Draußen hat es, glaube ich, nur 6 oder 7 Grad, richtig kalt. Wir haben mal die Standheizung angeworfen, die brummt hier noch. Und ich glaube, heute ist ein guter Tag zum Nichtsmachen. Ich glaube, wir bleiben einfach noch hier am See. Der Wetterbericht, der sagt uns auch, dass es heute nicht sonnig werden soll. Das heißt, der Nationalpark oder das Monument ist dann natürlich wahrscheinlich auch nur halb so schön. Ich glaube, wir legen heute einen Arbeitstag ein und ja, gemütlich. Das Warten hat sich gelohnt. Leute, schaut euch dieses Wetter an. Blauer kann der Himmel nicht sein. Sonnenschein pur. Heute ist auch im Vergleich, vor allem zu gestern, richtig warm. Und was wir in dem grauen, ekligen Aprilwetter gestern gar nicht gesehen haben, ist dieses Panorama. Berge mit Schnee hatten wir, glaube ich, zuletzt in Patagonien. Die goldenen Grasbüschel der Prärie in Arizona. Ein See, auf dem Entchen schwimmen und sich die Berge spiegeln. Und jetzt ist ja auch da der Moment, wo wir denken, ja Mann, alles richtig gemacht, die ganze Anstrengung, die ganze Mühe, das ganze Zittern und Bangen war es wert, um jetzt hier sein zu dürfen und vor allem endlich wieder frei stehen zu können in so einer tollen Natur. Zum ersten Mal seit vielen Monaten schnüren wir endlich wieder die Wanderstiefel. Genau das ist einer der Gründe, warum wir uns so auf die USA gefreut haben. Spektakuläre Landschaften, beeindruckende Natur und endlich wieder ausgedehnte Wanderungen. Hier liegen sogar noch so ein paar Überreste Schnee. Das war vielleicht der, den wir heute Morgen aus der Ferne gesehen haben, auf dem Berg da. Und es sieht richtig toll aus hier. Es gibt endlich mal wieder Bäume. Wahnsinn. Mitte März, tief im Süden von Arizona, nur ein paar Kilometer von der mexikanischen Grenze entfernt. Und wir stehen hier auf knapp 2000 Metern mitten zwischen Schneeresten. Hätten wir nie gedacht. Aber umso besser, dass wir noch einen Tag gewartet haben, um bei perfektem Wanderwetter loszuziehen. Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein und angenehme Temperaturen. Für unsere erste Wanderung in den USA hätten wir es wirklich nicht besser treffen können. Das Chiricahua National Monument befindet sich im südöstlichen Arizona, nahe der Grenze zu Mexiko. Es erstreckt sich über 4.750 Hektar und ist bekannt für seine dramatischen Felsformationen, die durch Jahrtausende der Erosion entstanden sind.
Der Nationalpark befindet sich auf traditionellem Land der Apache-Indianer. Besonders bekannt ist der Chiricahua-Apachenführer Geronimo, der hier in den 1880er Jahren mit seinen Kriegern lebte und gegen die US-Armee kämpfte. Wir haben echt lang überlegt, ob wir das Chiricahua National Monument überhaupt besuchen sollen. Schließlich dachten wir, wir hätten auf unserer Reise schon viele beeindruckende Felsformationen gesehen. Aber was uns dann hier erwartet, hat uns wirklich den Atem geraubt. Diese unvorstellbare Weitläufigkeit, diese unzähligen Felstürme. Man kann sich das einfach nicht vorstellen, wenn man nicht selbst hier steht. Fast hinter jeder Ecke tauchen kuriose Gesteinsformationen auf, in denen man mit etwas Fantasie Tiere oder sogar Gesichter erkennen kann. Es ist unfassbar, was die Natur hier über Millionen von Jahren erschaffen hat. Diese riesigen, tonnenschweren Steinbrocken, die scheinbar mühelos aufeinander balancieren. Einfach nur beeindruckend. Das Beste am Wandern ist und bleibt das Feschbar. Und ich finde, jetzt ist auch Zeit für ein Fazit nach exakt einer Woche Amerika. Sonntag vor einer Woche sind wir über die Grenze. Ja. Und ich finde es bisher fantastisch, oder? Es ist so einfach zu reisen. Wahnsinn, es ist ein ganz anderes Reisewetter. Die Freistehsituation ist einfach mega. Die Infrastruktur ist super von den Nationalparks, auch mit angeschlossenen Stellplätzen, Übernachtungsmöglichkeiten. Ja, die Straßen sind bombastisch, man kommt schnell voran. Selbst bis in den Nationalpark, ne? Bis auf den letzten Meter, richtig gut. Ja. Wasser ist einfach, Duschen ist einfach, Müll gibt es überall, also richtig klasse. Aber Supermärkte zum Beispiel haben wir bis jetzt nur am Walmart eingekauft und das war schon ganz schön teuer. Ne? Da müssen wir jetzt mal irgendwie noch gucken, ob wir da günstigere Alternative, andere Märkte irgendwie finden. Ja, und ich hoffe, wir sparen uns einfach was durchs Freistehen, weil wir keine Campingplätze brauchen. Das ist natürlich nice, ja. Und wir wollen hier ja jemand besuchen, und zwar Yvonne und Brett. Dahin haben wir es jetzt auch gar nicht mehr weit. Das ist die nächste Station. Und dann sind wir hoffentlich endlich wieder ready to go mit unserem Fahrzeug. Das mit den Stoßdämpfern belastet uns ja schon seit vielen Monaten immer wieder. Ich hoffe, dass sie auch passen, dass es die richtigen sind. Und im Idealfall bekommen wir sogar unsere neue Falken Ultra-Reifen nach Tucson. Oh ja, Reifen ist höchste Achterbahn. Todestot, damit würden wir in Deutschland keine Fahrlizenz mehr bekommen. Hier bockt zum Glück niemanden, aber das ist auch echt dringend nötig. Ja. Dusche reparieren, nicht zu vergessen, da muss ich was basteln, muss ich mich drum kümmern, einiges zu tun, es bleibt spannend und dann stehen auch schon wieder die nächste Sehenswürdigkeiten, die nächste Nationalparks an, also unbedingt nächste Woche wieder einschalten, liken, abonnieren, teilen, kleine Spende per PayPal für die Dieselkasse schicken, bis nächste Woche, macht's gut, ciao, ciao. See you.